Hi, ich bin Lasse, herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die rückwärtige Führungsstelle der Luftstreitkräfte an, bzw. der Luftverteidigung. Hier ist eine riesige Anlage, hier gibt es über 100 Bunker, das meiste davon FP3. In alle werden wir nicht reingehen, aber ein paar können wir uns ja mal anschauen. Es gibt nämlich auch noch 2 größere Hauptbunker und die will ich euch nachher auch noch zeigen. Hier kann man auch schon ein paar Reste der alten Zaunanlage sehen. Und was noch auffällt, das Ganze war auch wieder mit Strom gesichert damals. Hier sieht man noch ein paar dieser Isolatoren. Das muss hier dann einmal alles außen rum geführt haben. Ja, mittlerweile stehen nur noch diese Pfeiler. Mehr sieht man hier gar nicht mehr. Hier vorne scheint ein Tank unter so einem Hügel verbaut zu sein. Hier sieht man nämlich noch so eine Entlüftung und auch noch mal so einen Deckel. Frage, was hier drunter war. Hier ist noch ein Deckel. Man sieht den Hügel auch kaum. Ob das dann vielleicht für Kraftstoff war oder für Wasser. Hier sind auch noch ein paar Reste. Das ganze Gelände hier ist wie gesagt riesengroß. Ich befinde mich jetzt in dem nördlichsten Teil davon. Hier sollen hauptsächlich FP3 sein. Bis jetzt sehe ich allerdings noch keinen. Mal gucken, wann wir die ersten finden. In der Mitte gibt es dann nochmal den Teil, wo die 2 großen Bunker sein sollen. Auch wieder FP3 überall dazwischen. Und davon südlich gibt es nochmal einen Abschnitt, wo überall am Wegrand auch ganz viele FP3 Bunker stehen. Und mal schauen, ob wir das alles heute auch finden können. So. Bisher sehe ich hier nichts. Alles voller Hügel, aber noch kein Bunker zu sehen. Okay, hier vorne kommen mehrere Hügel. Ja, hier sind die ersten FP3-Bunker. Jetzt haben wir sie gefunden. Sehr schön. Hier ist der erste direkt vor uns. Und da rechts die beiden Hügel, die man vielleicht noch so leicht sieht jetzt. Da müssten die anderen sein. Also genau hier drunter. Na, dann gucken wir uns die doch mal als erstes gleich mal an. Hier ist der erste FP3-Bunker. Leider sehr zugemüllt auf den ersten Blick und auch leer. Ich nehme an, die meisten FP3 werden auch leer sein. Da hinten ist auch wieder ein Hügel, da ist der nächste drunter. Gibt aber wohl noch einige, wo noch ein bisschen mehr drin steht. Also Originales. Müssen wir mal gucken. Zumindest kann man ja so von außen mal ganz kurz einen Blick immer reinwerfen. Und wenn ein spannender dabei ist, dann können wir da ja nochmal genauer reingucken. Hier sind die nächsten. Und die sind hier direkt gegenüberliegend. Die ganzen FP3 waren wohl allgemein einzeln, beziehungsweise auch in diesen Pärchen nebeneinander hier aufgestellt. Oh, hier sieht man schon dieses Zugangsbauwerk. Das ist hier schon ein bisschen eingestürzt. Der hier zum Beispiel sieht schon mal ein bisschen interessanter aus, weil hier haben wir auch noch eine Filterkartusche liegen. Den können wir ja mal runtergehen. Türen fehlen schon. Sonst ist hier auch nicht mehr viel drin. Auch schon alles leer leider. Hier wären dann wahrscheinlich wieder die Betten an der Wand gewesen. Da sieht man noch so ein bisschen die Scharniere. Hier ist noch so ein kleiner Heizkörper. VEB Elektrowärme Döbeln. Das wird dann vielleicht so ein kleiner Heizkörper gewesen sein. Ja, und hier sieht man die Ketten. Ja, da wären dann die Betten dran gewesen, hier an den Scharnieren mit Kette. In dem Bunker gegenüber ist leider auch nicht mehr drin. Ja, jetzt sieht man zumindest hier hinten auch noch. Da sind wieder 2. Und hier ist auch nochmal ein Hügel. Da ist der nächste. Also allein schon in dem Abschnitt hier sind echt viele dieser FP3-Bunker. Hier sind die nächsten beiden FP3. Können wir auch nochmal ganz kurz reinschauen. Aber hier sieht man auch schon, der ist leer, komplett. Auch nichts mehr drin. Mal gucken, der andere hier. Vermutlich auch. Ja, ebenfalls nichts mehr zu sehen. Ja, und damit man mal die Maße vom Gelände so ein bisschen einschätzen kann. Also hier vom nördlichen Teil bis in den südlichen Teil mit den ganzen FP3 sind es ungefähr 2 Kilometer. Also es zieht sich schon ganz schön und wir laufen jetzt
nach da. Und das ist Richtung Süden. Und dann sollten wir bei dem mittleren Teil als nächstes vorbeikommen, wo dann auch die zwei großen Hauptbunker sind. Ja, hier ist echt ein FP3 neben dem anderen. Ich folge jetzt die ganze Zeit diesem Hauptweg. Und ja, hier neben dem Weg sind allein schon wieder 4 Stück. 5 sogar. Hier sind 2 nebeneinander wieder direkt. Hier bei diesen Zwillings-FP3 nenne ich es mal. Die sind ein bisschen anders, beziehungsweise der rechte sieht eher normal aus. Da ist nicht mehr viel drin. Aber hier vor gibt es auch wieder so einen Deckel. Und wir haben beim linken noch ein Gestell mit drin, was bei den normalen Unterkunfts-FP3 eigentlich nicht dran war. Keramik, vielleicht auch für Wasser. Also vielleicht waren hier so Waschbecken drin. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Vielleicht eher so wie ein Waschraum. Hier haben wir die nächsten FP3 und den ersten Bunker, der anders aussieht. Das sieht eher aus wie so ein Fahrzeugunterstand. Er ist ein bisschen größer. Vielleicht eine kleine Fahrzeugstellung, ein Fahrzeugunterstand. Hier ist eine kleine Kreuzung. Da hinten sieht man wieder so einen Garagenbunker am Ende. Und hier ist wieder so ein Zwillingsbunker. Die sind aufgeteilt wie die anderen. Hier wieder der rechte leer. Und im linken haben wir wieder die Gestelle, wo wahrscheinlich die Waschbecken drin waren. Also diese Zwillinge waren bis jetzt wohl immer, zumindest hier in diesem hinteren oder nördlichen Bereich, ja, die ganzen Sanitärbunker, Sanitärversorgung. Das ganze Gelände war auch untereinander wohl in 2 Zonen aufgeteilt. Wahrscheinlich hier diesen nördlichen Teil, wo ich jetzt gerade bin, wo nur die FP3 Unterkunftsbunker sind. Und dann nochmal in den südlicheren Teil mit den großen Bunkern, plus auch nochmal FP3 im südlichen Bereich davon. Ja, muss jetzt mal gucken, wie ich hier durchkomme, weil der nördliche und südliche Teil, da ist eine riesengroße Waldfläche zwischen. Und der Wald ist sehr dicht. Jetzt konnte man hier die ganze Zeit die Wege langlaufen. Jetzt hört der Weg hier aber auf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie durchkomme. Ja, super, der südliche Teil ist irgendwo hier hinter. Also wirklich hier durch das Gestrüpp durch. Ein kleiner Frosch. Ich probiere mich jetzt mal hier durchzukämpfen. Ey, das ist ja wirklich Urwald, das ist ja hier Durchschlageübung. Okay. Hier fällt alles um. Aber ich bin ja selber schuld. Wenn ich mir Adventure in den Namen schreibe, dann muss ich auch hier durch. Oh. Jetzt wird es hier so richtig sumpfig. Ein richtiges Wildschweingebiet hier. Frage, ob man hier wirklich weiter kann. Das wird jetzt immer feuchter hier. Das ist dann wohl die Sackgasse hier. Das fließt hier überall durch. Tja, das ist schlecht. Dann würde ich mal sagen, müssen wir wieder zurück zum Auto und fahren den südlichen Teil wohl an. Und hier auf dem Rückweg auch nochmal ein kleiner Garagenbunker. Aber hier ist auch nochmal was anderes. Stand auch mal was dran. Mit einer gedämmten Tür. Ach, hier war mal eine Schaltanlage drin. Ladegerät, Batteriespannung, Netz- und Meldespannung. Okay, hier ist auch noch eine kleine Anzeige drin. Ja, und hier auch so Kriechstrombarrieren. Kleine Halterung an der Wand. So, ich bin immer noch auf dem Rückweg zum Parkplatz. Es sind nur noch 400 Meter. Ich bin etwas vom Weg abgekommen, beziehungsweise habe jetzt eine größere Runde gemacht auf dem Rückweg. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich beim Auto bin, beziehungsweise wenn ich schon umgeparkt habe und dann auf dem südlichen Teil vom Gelände. Bis gleich.
Das ist ja sehr cool. Hier ist die ganze Tarnfarbe noch an der Wand. Das wird einer der größeren Bunker sein. Rufzeichen Tarnname. Fernschreiben Funkspruch. Hier in dem Abschnitt ist die Nachrichtentechnik drin. Ach, Wahnsinn. Das hier, das war das Lagezentrum. Dann hier dieser riesige Abschnitt. Hier ist noch ein größerer Bunker.